Komm, mach kein Seich da. Machst dich sicher nur noch mehr verrückt an. Das geht eigentlich noch einen guten Wein alle da. Nur schade zu für den Schwaben aus von der anderen Seite. Da bring noch einen. Ist doch Krawatte? Wenn wir dann nur noch den Kopf zumauern. Mensch! Ich sehe im Heftli die verwundeten Züge, was der Schweiz durchlöhnt haben, bei den Nazis. Ich könnte es von mir aus Alltag bringen. So in 3 Lagen. Ein Totschnitt von mir aus. So, die Schnur zu jetzt einmal. Bist also nicht sicher, ob die wirklich bei haben? Zweimal halten doch die um Gott nicht oben. Dann schiesst der von hinten. Hast du gehört? Kennst du den? Weißt du, was ist der Unterschied zwischen einem Jude und einem Serbelkranz? Hä? Nein? Hoffentlich will er nicht da durch. Was ist denn los? Sind wir schon da? Lass nur, ich schau mal nach. Kommen Sie doch! Kommen Sie mit! Meine Frau. Meine Frau. Wo ist denn der Karl? Wo denn? Doch, da vorn. Komm, schaut mal da!
So fürchten deine Partisanen. Wollen Sie lieber mit dem Kopf oder mit den Füßen voran? Herrn, bitte. Für das Gemüse, bitte schön, nehmen Sie es. Nur bis es dunkel ist. Was? Wo haben Sie den Schlüssel her? Wir haben... Die Kinder hatten so Hunger. Man kann doch folgen schließlich. Das ist doch die Schweiz schon hier. Vorläufig. So, los jetzt, ich will da keine Leute im Schöpfli. Willst doch nichts im Dunkeln hocken. Könnt ihr überhaupt Deutsch, alle? Wenn Sie so sprechen, schon. Nee. Staffen. Ostrowski. Eigentlich wohne ich in Wien. Wie viel sind ihr denn überhaupt? Wir warten ja nur die Nacht ab, bis wir weiter können. Jesus, das ist ja ein Nazi. Das muss ich doch melden, sonst bin ich noch schuld. Doch als lebendig. Willst du denn, dass wir alle Läuse bekommen? Ist das Ihrer? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat den zur Lokomotive gebracht. Im letzten Augenblick. Wieso? Wir haben den dann einfach mitgenommen. Entschuldigen, ich glaube, der Kleine spricht nur Französisch. Augen zu. Les yeux. Ferme les yeux. Ist denn das gebrochen? Nein. Muss man nicht etwas drauf tun? Nimmt man meinen Bruder vielleicht nicht, wenn er nicht arbeiten kann? Franz, bist du schon zurück? Um die Zeit arbeiten alle und die anderen sind im Militär. Aber das da wollen wir jetzt nicht mehr sehen. Bitte. Ja, weiter, ich brauche. Die Eier sind jetzt halt auch rationiert. Einsatz für jeden. Entschuldigung, nur schnell, meine Sache. Wie ist das Fräulein die Braut? Was macht denn die jetzt? Bloß aus einer Zeitung. Aber das Messer nicht, geben Sie her. Vielleicht brauche ich das noch. Eben.
Ist jemand da? Ist das nicht gefährlich hier? Kannst tischen unterdessen. Du. Grüezi, Anni. Sali Rosmarin. So? Es hat noch 3 Bier und da noch die Flasche zu. Dass es immer noch Leute gibt, die ins Wirtshaus kurz 9 nehmen. Also ich möchte nicht kommen. Oder sind es Verwandte, dass du sie in der Küche raus hast? Du, Anni, hast du unsere Puzzle noch nicht gesehen? Nie nicht? Nimmt mich schon Wunder, du. Sie gerade abtut zum Mittag. Hat sie zum Glück noch nicht rationiert. Es gibt schon noch so, die glaubst. Da, hey, jetzt komm. Abladen. Das kommt nie auf den Brustumfang. Hoi, Franz. Ja, hast du meine Hilfe bekommen, ja? Hä? Da hätten so viel Durchspiel. Da meint der Rudi sich im Dienst. Ich bin's nur. Wir haben heute schon angefangen. Und Durst habt ihr nicht? So. Siehst, Kitty? Wer hat dir gesagt? Bald kommt ein Wunder. Wir hätten es gerade noch fast 1,5 Tage ausgehalten. Jeden Morgen haben wir unser Zuckerl teilt. Und am Nachmittag noch einmal. Wenn es am schlimmsten wird. Eigentlich wäre es verboten. Es ist eigentlich fleischlos heute alle 2 Tage. Aber wenn ich schnell esse. Bitte machen Sie doch keine Umstände. Jetzt. Wir dürfen ja gar kein Schweinix. Irgendwie wird das vielleicht schon gehen. Wieso? Großvater, darf ich der Stefanie jetzt schreiben, dass wir jetzt da sind? Vielleicht sind wir noch nicht ganz da. Aber die Frau hat doch gesagt... Komm mal mit, kannst du eine Postkarte aussuchen. Komm nur. Entschuldigung. Schau mal. Da ist sogar unser Haus drauf. Da? Haben Sie hier vielleicht ein Telefon? Kennen Sie schon jemanden in der Schweiz? Wo haben Sie die Adresse her? Ich glaube nicht, dass man da anrufen kann. Warum nicht? Wissen Sie, dass es ein Gefängnis ist? Nein, mein Mann ist doch dort. Er schreibt nur, dass er aus einem deutschen Arbeitslager geflohen ist in die Schweiz. Das ist sein letzter Brief. Ich habe ihn 2 Jahre nicht mehr gesehen. Ist das weit? Komme ich da vielleicht heute noch hin? Aber das ist doch nicht verboten hier, wenn ich Jüdin bin und er nicht.
Warten Sie da einmal. Besser, da fragt jemand auf Schweizerdeutsch. Wie heißt überhaupt Ihr Mann? Krüger. Hannes Krüger. Das Restaurant Lüding, wenn Sie. Wir haben wieder Frage hinter einen Krüger. Ja, für die Glück sind Sie. Hannes Krüger. Ja, Sie, Frau fragt über nachher. Schreiben geht doch viel zu lang, den haben Sie 2 Jahre nicht mehr gesehen. Wer weiß, ob die ausgewiesen wären. Dann haben Sie doch wenigstens miteinander telefoniert. Ja, natürlich bleibt es unter uns. Merci vielmals. Aber wer sind eigentlich Sie? Ja, ist vielleicht besser so. Ja gut, danke vielmals. Merci. Seid zwar streng verboten, aber vielleicht lässt drin telefonieren am Abend. Jetzt sind alle draußen am Roden für die Anbauschlacht. Für was? Für Kartoffeln und so, statt im Wald. Und alle Flüchtlinge kommen hier ins Gefängnis? Ihr auch? Ich weiß nicht, halt so als Lager, hat er gesagt. Hier ist der Franz. Was haben Sie von Ausweisen gesagt? Nur zum mit beide machen. Anni? Den bringe ich schon herum. Anni! Wieso serviert jetzt die Fang in der Küche aus? Wieso? Bitteschön. Hä? Wer sind die da? Du! Du, was ist da los? Was fällt dir ein überhaupt? Hat mir Heinz gesagt im Radio, sie fangen zu viel drinnen von denen. Haben überhaupt keine mehr sortieren lassen. Dann hocken sie da gemütlich in der eigenen Küche umeinander, wenn sie da die Hause wären. Da sind doch wieder Zahlen als. Meinst du, was die wert sind? Wenn sie wieder kaufen, hä? Und überhaupt Silber ist. Du musst jetzt so tun, wegen einem Stück Brot und ein paar Eier. Ja, zuerst dem Teufel den kleinen Finger geben. Hey, schau, das Servierportemonnaie nicht mehr in der Schublade ist. Das doch immer. Aber siehst du draußen ja selber nicht. Wer weiß, was die angestellt haben, dass du es müssen verschwinden. Statten Ostrowski. Herr Flückiger, das ist mein Mann. Dann sind sie auch noch heikel. Weißt ganz genau, dass heute Fleisch los ist, heute haben wir nicht Dienstag. Wenn's das in Ich 3 will Tagen... gar nicht hören. Schauen einem so schon genug auf die Finger. Auf die Länge ging das sowieso nicht ohne Märkle. Hey, Lotti! Ja? Wolltest du einen anständigen Znini von Hör dir? doch auf! Du musst jetzt also laut rumbrüllen. Ganz geschwind im Landjäger gerufen. Ich hab etwas zu tun da. Da wären wir jetzt schon allein können. Ich hätte doch sowieso gehen wollen, sobald es dunkel ist. Ah, den Schinken kannst du nachher nehmen. Leg dann da hinteren. Ausgerechnet in der Küche rein. Weißt gar nicht, wo die herkommen, voller Lüse und Zeug. Geht zum Beispiel den eigenen Schuppen an. Da, raus! Und gerade so gut im Wäschhäusl rauswarten, bis die Polizei kommt. Geh! Und der mit dem Arm, den kennen wir auch. Der Trick mit dem Verband. Komm mal. Ja, ist jetzt ganz Haus schon voll. Hey! Sie haben ganz recht, es ist dumm von uns. Wir verlängern uns nur den Tod mit dem ewigen Rennen. Besser, wir halten still das nächste Mal, wenn geschossen wird, damit es endlich vorüber ist. Ein Schuss liegt da drin.
Du hast nicht sofort dem Doktor berichtet. Statt da noch zuerst Eier bröteln. Der Bertschi, der Hitzer. Ja, dann hol wenigstens den Verbandkasten wenigstens. Hier steht nicht so blöd rum. Jeder hier schwindet im Wäschhäusel, den sieht euch nicht gerade jeder. Bitte? Ja, kommt hier. Doch ich nichts dafür. Er wäre auch ringer in der Küche gegangen. Und gehst du für ein Rädchen Wurst verpfeifen? Die schaut einfach jeden an zuerst, bevor sie ihn einlösen. Wenn's doch. Ist noch gar nicht passiert. Ich habe doch noch nie einen verschossenen Arm gehabt, was weiß denn ich? Wenn da jeder für sich vorwerken sollte, hinter dem Rücken der Behörde, oder? Ich kann da nichts sehen. Komm schon mal da. Es wäre vielleicht besser, wenn Sie nicht so sehr an Jud sind, wenn die Polizei kommt. Siehst? Da fragt doch dieser Goebbels. Wir sind einen Juden, hat er gefragt. Das ist doch nicht möglich, dass sie stolz sind, dass sie Juden sind. Da antwortet er, ja, wenn ich nicht stolz bin, bleibe ich ja trotzdem ein Jude. Also bin ich lieber stolz. Aber das hat man nicht gern bei uns. Kann mir ja wenigstens ein bisschen rasieren, gell? Meister! Hey! Und jetzt? Weiter gesagt. Der Landjäger, er soll bald zurückkommen, hat der Gemeindeschreiber gesagt. Jeden Moment. Was? Aber die Flüchtlinge sollen... Sie sollen anfangs auf der Posten weiterkommen. Ja, hat der Gemeindeschreiber Seid ihr etwas ein Flüchtling wer? Ich hab gemeint, ihr sagt doch... Alter Latz, du Essel! Was hat er gesagt? Darf jetzt mein Schinken? Warte, wenn du da runterkommst. Immer kannst du machen, was man da sagt. Komm, Max, komm. Komm. Mach dir doch nie mal etwas, komm. Es ist nichts zu machen, wenn es keine... Aber wenn ich doch sage, Herr Pfarrer, lassen Sie doch zuerst. Es ist nichts zu machen, wenn es keine politischen sind. Nur mit Juden allein genügt nicht. Aber irgendetwas. Telefonieren Sie doch jemandem. Was kann Stellen denn Sie ich? sich vor, was das gibt bei uns hin. Ich habe auf jeden Fall noch nie einen lebenden Flüchtling gesehen bis heute. Meinen Sie, in Bern oben haben Sie sich nicht gedacht dabei? Das Herz allein ist manchmal zu dumm für einen Flügiger. Dann geht's mir meinen Korb wieder, wenn ich schon allein durchfüttern. Aber es ist ja noch gar nicht entschieden. Was? Warten Sie doch zuerst einmal auf den Polizist. Ein Teil kann vielleicht schon bleiben. Wer sagt das? Eben gerade Deserteure zum Beispiel. Was? Auch gehört, mit kleinen Kindern drücken sie manchmal schon ein Auge zu. Und dann behalten sie auch die Eltern, auch wenn es keine politischen sind. Warum sagen Sie denn das nicht? Ja, wenn sie Furcht rennen. Oder ganz alte Leute, glaube ich auch. Wenn sie die Kaution zahlen können. Hä? Ist etwas, Felix?
Ah, Frau Flückiger. Ich habe Ihnen noch ein Gemüse gebracht aus dem Garten. Können Sie fahren? Ich kann so lieb von Ihnen danken. Können Sie mir nicht schnell schauen? Sie haben so Schneiderin gelernt. Früher noch. Komm, schlüpfen mal rein, Felix. Ja, er hat jetzt eben die Uniform über ein Jahr lang hat er jetzt nicht mehr gehen. Sie müssen ein bisschen auslassen. Geht er als Feldprediger? Ich sage einmal zu ihm, tut er ganz gut ein bisschen voraus. So nicht wegen dem Hitlerwelt. Könntest du nicht? Frau Flückiger will sicher den Korb gerade wieder mitnehmen. Selbstverständlich. Wie alt haben Sie gesagt, müssen die Kinder sein? Bevor sie in die Schule gehen halt. Solange man noch ein bisschen etwas aus ihnen machen kann. Sonst helfen sie halt in Gottes Namen ein bisschen nach. Ich weiß nicht, es hat doch einer so einen Trick gemacht, für die Polizei zu beschissen. Er hat einfach falsche Familien zusammengesetzt, dass alle Flüchtlinge, wenn sie kleine Kinder hatten oder graue Haare, weil die meistens sowieso keine Pässe haben, oder nicht? Aber sagen Sie um Himmels Willen nicht, das sagen Sie von mir. Bist du genau gewesen, so lange? Menschen machen eins allein. Ich suche nur meine Koffer. Dann wo ist denn die Annie? Ist die bei euch? Kann ich etwas helfen, vielleicht? Oh Gott. Komm. Zeig mal. Ihr könntet schon Geschwister sein, oder? Wo kommen Sie denn her auf einmal? Kommen Sie. Schnell. Das sind Ihre beiden Kinder. Geht das? Wieso? Ihr müsst eine Familie sein, wenn die Polizei kommt. Und Olaf? Als Vater. Und wenn wir sagen, der Kleine ist erst 5? Dann habe ich trotzdem heiraten müssen. Mit 12. Und Sie? Was kannst du? Was ist denn hier? Kommen Sie. Kommen Sie. So, du bist... Was ist so? Da bleiben Sie lieber der Großvater. Ich bin ja das sind meine Enkel. Aber wieso denn? Die Kinder könnten doch ebenso gut meine sein. Das geht doch. Ich kann nicht einen Schwiegersohn bei der Wehrmacht haben. Ich brauche nur noch ein paar richtige Hosen. Geh mit Olaf. Komm, wir verstecken uns. Jetzt kommt die nicht mehr weit. Aber wir will dem einfach ehrlich sagen, was uns passiert ist einfach. Und die Gesetze? Lassen Sie mich doch der Vater sein. Wenn Deserteure sowieso bleiben können. Wir sollten das auf einmal. Warum haben Sie das nicht schon eher... Fuchs, schon lang, dass wir alle die rausgelaufenen Nazis füttern müssen. Wegen irgendeinem internationalen Gesetz. Und die Leute, wo ihr plagt, werden zurückgeschickt. Und wenn es dann bei uns losgeht, ha? Zum Glück wenigstens, dass man euch einsperrt, ihr Siechen. Das Einzige, du ziehst die Uniform an. Der Kleine? Ja, mit dem Schuss im Arm, vielleicht glaubt man das schon. Wieso denn? Da bleibe ich doch lieber selbst der Deserteur. Wenn der die Uniform braucht, würden Sie nicht schnell die Jacke holen? Jetzt glaube ich selber bald, ich muss mich verstecken. Und ziehen Sie doch endlich die Stiefel aus. Spielen Sie halt den Vater. Wenn es rauskommt von Ihrem anderen Mann in der Schweiz. Sie müssen du zu mir sagen, ich heiße Judith. Es ist ja nicht für lang. Also Kopf, das serviere jetzt die neu. Wer? Zeig sie doch einmal. Hast du den versteckt? Gut, Herr Doktor.
So in der Kriegswochenschau. Mal besser wie Sägemehl im Brot wie die Duss. Jetzt miteinander. Nein, soll rüber. Wäsche, Wäsche. Drei Wäsche. Aber was ist jetzt da mit Ihrem schönen Judenweib da? Ja, haben auch einen Dorfdeckung. Hast du Grundleder für hinten in der Kammer? Halt, ob meine die Wärme nicht gut. Siehst du, jetzt hängen sie schon mir an. Du hast sie müssen. Meine Gut hocken sie nicht mehr da in der Küche. Es tönt da innen. Müssen wir es dem Doktor recht nicht sagen, wegen dem sie machen? Dann geht's erst recht los. Komm jetzt essen, wenigstens. Wo bist du denn auch voran? Ja, sonst. Hätten da schon noch ein bisschen vor. Wenn man die Dusten auch noch Hunger hätte. Meine noch? Ich glaube, es kommt sowieso niemand mehr. Umfang von wie selber eingesperrt im eigenen Haus innen. Meinst du, es sei wirklich alles gelaufen? Hä? Hätte schon auch mal gern wollen. Ins Ausland, wenn kein Krieg wäre. Später vielleicht. Ja, früher noch. Krankenhausstelle der Münster, Studio Süd, es folgen Nachrichten. Sie hören die Nachrichten der Schweizerischen Depeschenagentur in Bern. Der Bundesrat hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, die Strafbestimmung zum Schutze des Landes vor allem gegen Gerichtsverbreitung zu verschärfen. Die Propaganda für eine Kreisstadt. Geht's noch, Olaf, mit dem Arm? Aber wenn die Ärzte dir auch so Messungen machen mit Arm, wegen der Rasse. Du musst nur forsch reden. Aber was denn? Arm, gib schon. Nummer 44 haben Sie gesagt, ne? Nikolsburger Straße 44. Judith Schneider, 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 Nikolsburger Straße 44.
Besser vielleicht, du gibst der Frau deinen Pass zum Verstecken. Und die Fotos auch und alles? Sag mal, na her, zeig. Krüger, Judith. Krüger, das ist aber kein jüdischer Name. Was ist denn? Gib doch, zeig doch. Mach doch mit. Los, weiter und dann. Und dann hat es auf einmal geheißen, wir müssen uns scheiden lassen. Weil ich Jüdin bin und du nicht, wegen dieser Rassenschande. Aber er hat mich nach Holland geschickt. Aber er ist nicht mitgekommen, weil er Lehrer ist. Und dann haben sie ihn verhaftet. Ich bin aber Tischler. Achtung! Ich sehe schon, dass der noch nie eine Waldsage in den Finger gehabt hat. Marabu, liest mir noch. Herr Doktor. Krüger, daher. Aber ein Handli. Hey, Judy, heute jetzt! Krüger. Heißt Ihre Frau Judith? Ja. Dann pumpen Sie mein Velo. Ich weiß nicht wie, aber sie ist in der Schweiz. Wo? Hat es nicht geheißen? Also werden doch nicht alle ausgewiesen. Da ist die Adresse und etwas Geld. Vielleicht kommen Sie noch recht. Ja, schauen Sie mich nicht so an, sonst merkt's ja jeder. Ich habe das Velo nicht abgeschlossen. Diese Richtung etwa. Fragen Sie halt unterwegs ein Kind. Ringen ab! Ringen ab! Krüger, Spitz! Aufnehmen! Alle! Lasst nicht schießen! Da holen wir schon! Frau Krüger? Nein, ich bin deine Mutter. Aber ich kann den doch gar nicht verstehen, meinen Bruder. Du? Sag, ich bin 6 im September. Kannst du das? Nur dormieren. Kannst du das? Ich werde 6 im September. Bitte. Ja, das geht ja alles gar nicht ohne den Kleinen. Du hilf doch mit, mach doch auch was. Wir sagen einfach, der ist taubstumm. Kannst du wenigstens das? Bist ein guter Bub, ja? Ich zeig dir was. Hm? Ein Zucker. Du, ein Polizist. Hm? Policier. Hm? Du. Policier. Pas parler. Dann du Zucker. Okay?
Bigler, Kantonspolizei. Grüezi miteinander. Da. Für die Flüchtlinge steht drauf. Anonym hat jemand vor die Türen angestellt. Die Druckschrift. Wir können das verteilen. Ich habe Sie nicht verstanden. Eben gesehen. Wenn Sie da von draussen kommen. Was war denn nicht da? Eckert, Klaus, drittes An die Wand! Eckert, Klaus, drittes Jäger. Langsam, langsam. Er kann Schuss drehen! Seh nicht denkst selber. Bürschli schickt die Anfänger in den Krieg. Wie haben Sie gesagt? Ecker. Eckert, Klaus, drittes Jägerbataillon, 258. Wieso gehen denn Sie mit den Juden, Sie als Nazi? Ich hab den Sinn nicht mehr eingesehen, einfach. Was? Ich hab mich zuerst freiwillig gemeldet, weil die schenken einem das Abitur dafür, hat's geheißen. Aber jetzt wären wir an die Ostfront gekommen. Rettig kommt bei uns zu Berge über Rettig. Aber wieso willst du wissen, dass das Juden sind, die anderen? Dann sollte man eigentlich sagen, haben Sie es einmal schon zugegeben, oder? Oder? Das war nur so ausgesehen. Das sind einfach gesehen. Es gibt nämlich eine Blonde sogar. Nur meine Frau ist Jüdin. Aber Karl haben Sie auch verhaftet, weil er sich nicht scheiden lassen wollte von mir. Wie heißen Sie denn? Schneider Karl. Schneider Judith. Aber Geborene? Ostrowski. Sie ist meine Tochter. Nassau Ostrowski ist mein Name. Wenn man das schreiben kann, ohne die Finger zu brechen. Wie man sagt, Wahrheit, Sophie, Kunst, Italien, Jäger. Die haben uns leider alle Papiere abgenommen. Skri. Sie haben ein Liebespaar am Abend in Frankreich nach dem Weg gefragt und da macht der Mann so. Aber wir sind wieder entkommen auf dem Polizeirevier. Nur meine Mutter, weil wir geflohen sind, haben sie meine Mutter geschlagen. Zur Strafe für unsere Flucht. Mit einem Haselstock und gesungen dazu. Weißt du noch das Lied? Irgendwas mit dem Roten Meer. Nein, hört auf. Doch, das ist wichtig. Und wir haben zuhören müssen in unserem Versteck, ohne zu helfen. Wir haben weiß und nur offizielle Berichte aus den Kriegsländern zu glauben. Durchs Rote Meer. Der Jud zieht hin und her, er zieht durchs Rote Meer. Die Wellen schlagen zu. Die Welt hat Ruhe. Stimmt das wirklich? Mit alten Leuten? Hä? Schon. Auch schlimmer. Wir haben auch singen müssen. Wenn's Judenblut vom Messer spritzt, geht's uns noch mal so gut. Bis wir doch dran sind. Wenn jetzt Nazis schon selber die Nase voll haben. Wenn alles wahr wäre, was man singt. Gell, wenn du lieber willst, böse in der Küche im Peter. Kannst du nicht mal recht schreiben aus. Du musst dann kannst du schauen, wie man hier lässt, oder? Genau. Aber sind sie verpflegt wenigstens? Nach Möglichkeit sind die Flüchtlinge zu verpflegen, heißt's. Siehst du noch das Geschirr? Also gar Sauhund sind wir jetzt auch wieder nicht. Bitte? Danke. Komm, bitte. Danke.
Sagst nicht? Danke. Er ist taubstumm. Leider. Hat er drum einen Turban an? Das ist nur ein Essigweg, ich habe nur gegen die Läuse. So, machen da vorkommen! Das geht aber gut für einen Taubstummen. Hör doch auf. Wenn schon von einem Bombenangriff ist, hat ihm gerade die Sprache verschlagen. Du hast gerade, wie wenn du dabei gewesen wärst. Das gibt's. Und kann nicht einmal mir den Namen sagen. Und kann nicht einmal mir den Namen sagen. Kriesi. Asse. Entschuldigung, ich glaube, er muss aufs Klo. Komm, geh mal und zeigen, was ist. Jetzt spinnen da aber meine ganz. Mensch, doch ins ganz Leben lang das Maul halten. Einmal kann er wieder reden einfach. Kommt vor, wenn es wegen einem Schock war. Bumm kann er Französisch. Dann lernen wir den schon. Na? Wie machen wir das? Ich meine, der muss dringend brünzeln. Bist du noch schlau? Ja, echt auch, Jüdli. Schade. Ich hab das schon lange gerne mal gesehen. Wir sind Sauluti. Schneider, Gitti, geboren 12. März 1932. Und mein Bruder wird 6 im September. Geboren in Wien, hast du gesagt. Also, was ist jetzt? Könnte es bleiben, oder? Ja, dann lass es auch. Wenn das nicht stimmt. In der jüngsten Zeit. Wir sehen uns deshalb gezwungen für den. Da. Alle illegal eingereisten Flüchtlinge ohne weiteres zurückzuweisen. Wartet doch. Die Ausnahmen. Nicht zurückzuweisen sind. A. Deserteure. Oh, das sind für mich eigentlich die schlimmsten. Kriegsgefangene. B. Politische. Flüchtlinge nur aus Rassengründen, zum Beispiel Juden, gelten nicht als politische Flüchtlinge. Grenzabstand 10 bis 12 Kilometer Grenze entlang. C. Alleinreisende Kinder unter. D. Eltern mit eigenen Kindern unter 6 Jahren. Bleibt ja nur mal Schwein gehabt. Ich bin mir schon behalten. Aber es gibt noch einen Haufen Telefone und Gestürme nach Bern und so. Und wenn jemand die Kaution für Sie bezahlt? Was? Oder haben Sie selber Geld oder Wertsachen? Viel? Etwa pro Kopf etwa 3.000 bis 4.000 Franken, das kommt noch drauf an. Das ist wahnsinnig. Stehen doch ich nicht dran. Was meinst du, was die essen alltag? Für 7.000 Stück, die schon da sind. Jeden Tag, das ganze Jahr. Oder zum Weiterreisen nachher. So ein Schiff, so auf Südamerika, das kostet. Die können doch ein bisschen helfen bei uns. Der billigste Dienstschmeid, das wie eine Menge passt, oder was weiß ich noch was. Du, jetzt tut's das denn aber, du. Jetzt sind sie dann scharf drauf, fremde Polizei. Kann ich schnell in die Küche? Wieso? Ja, nur ganz schnell. Kommt nicht in Frage. Hat jemand ein Messer? Halt, wieso? Was ist eigentlich der Hegler überhaupt?
ist alles, was wir noch besitzen. Schauen wir mal, was sich da machen lässt. Schreib eine Quittung. Das können wir nicht brauchen. Was sind das für Steine? Rubin von meiner Großmutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Rubine in einer Brosche. Stimmt's? Schreibt man Rubinen oder Rubine? Aber weißt du jetzt, können's bleiben jetzt, oder was? Ja, dank. Wenn die Steine wirklich nicht aus Glas sind. Sie gehen Holz holen. Bitte? Holz, draußen. Aber Olaf. Der kommt in den Spital. Sind eigentlich ganz gleich hoch, die Better. Das macht nichts. Wir sind auch nicht ganz verheiratet. Jetzt falle ich schon selber herein. Kann ich helfen? Das glaubt doch keiner, dass du in der Ecke schläfst nach allem. Das fällt doch auf sonst. Dafür darfst du als Erste baden. Es wird aber nichts aus der Rassenschande. Du brauchst doch gar nicht mehr anziehen. Wer ist denn mit deinem Gewehr? Und kennst nicht einmal das Feldbesteck? Aber ich kann doch nicht wegen dem Arm. Blödsinn. Da. Schlipp. Schlupp. Schlipp. Schlupp. Schlipp. Schlupp. Schlipp. Hey, was ist denn da los? Hast du gerade mal zuschauen, wer hat gefressen haben? In Russland, im Schützengraben, da. Ja, aber... Über eine halbe gesehen, der nur verkleidet, so jung. Du weißt doch genau, dass wir Deserteure müssen reinlassen. Jetzt nichts drauf da. So, hier, ich komm denn schon. Hindert, ja, komm Wir haben da. kein Zirkus da. Ja, jetzt schau mal.
15 Wochen Rekrutenschule. Ausziehen. Los. Hast du die Uniform her überhaupt? Der Wochenschau soll ich nämlich immer aus dem Maß geschneit. Ja, gefällt jetzt der etwa noch? Das da? Soll auch bloß rote Farbe, hä? Deckschuss oder Durchschuss? Von einem Gewehr. Großartig, deine militärische Bildung. Heute Abend noch stelle ich dich an die Grenze zurück. Eigenhändig. Aber du hast doch nicht mit dem Arm. Ich spüre die Finger nicht mehr. Du kannst von Glück reden, wenn man dich gesund pflegt vor der Ausschaffung. Und wer zahlt ins Spital, hä? Da fragt keiner. Da gehörst du doch zu denen. Den anderen. Ja. Es werden ja nicht alle Ehen im Himmel geschlossen. Vielleicht besser nicht so ans Fenster. Es ist doch noch nicht sicher. Nein, nein, nur am Anfang. Bis die Leute wirklich wissen. Ne? Also, ich weiß nicht, was einpacken, so für immer. Haben Sie eine Seife? Dankeschön. Das wäre doch Ihr Bruder da, der kleine Soldat, oder? Wieso, ist was? Aber nach dem Spital muss Olaf wirklich ins Gefängnis? Wenn Sie nehmen dort. So, jetzt kannst du aussuchen. Das ist Hannes. Ja? Frau Dufan, das ist sicher für mich. Restaurant Mülli. Erste? Herr? Aha. Und wie soll die heißen? Krüger. Nein, da sind Sie falsch verbunden. Kannst du ein Krüger? Nein, ich kann Das heißt Judith. Und wie soll die aussehen etwa? Die hat zwar nicht kurze Haare. Warten Sie mal. Hey, Sie, Frau Schneider, oder wie? Kommen Sie mal. Ich bin gerade am Umziehen. Los, das ist vielleicht von weit. Weiß denn schon jemand, dass Sie in der Schweiz sind? Was ist denn passiert? Interessieren Sie die Nazis auf einmal? Oder gehört er doch zu euch? Den habe ich... Auf dem Bahnhof in Belfort haben wir den zum ersten Mal gesehen. Du Sau, du. Hätte ich euch bloß gleich verpfiffen, damals schon im Kohlenlager. So los, das wird teuer. Hallo?
Schneider. Nein. Ja, Hannes, ich freue mich ja. Fahrt nur schnell. Das ist doch noch kein Gefangene. Ich höre ja nichts. Der hat kein Kleingeld mehr. Mein Bruder. Eine ohnmächtige Sieg. Er ist aber lieb, der Bruder. Kennen Sie diesen Hannes? Ihre Frau kennt ihn ziemlich gut, scheint mir. Sie will ihn dauernd daran hindern, Liebeserklärungen zu machen. Da wollen Sie nicht zuhören. Die ist gar nicht meine Frau. Da. Ich bin der echte Deserteur. Die haben mich nur gezwungen, die Uniform herzugeben. An die Wand. So. Ihr Schmutzfinken. Das da ist auch bald wieder warm. Ich komme dann zum Schöpfen. Leichenwäsche. Schwatzen Sie nicht so. Wo alles gut gegangen ist. Und vor den Kindern. Florastraße. Florastraße 11. Und du bist vor Mitternacht dort? Aber riskier nichts. Aber das bin ja selber noch. Warum mal, ist sie hier? Ist sie da? Ich tue, was ich kann. Nein, Schneider heiße ich doch nur in den falschen Papieren. Sag noch etwas. Irgendetwas anderes. Etwas Gewöhnliches, sollen Sie es doch hören. Komm, gib mir den mal da. Hier, also. Mettez à maman. Qu'est-ce que c'était? Je vais aller à ma maison. Sind ihr also verspielt. Haushoch fliegt ihr alle über die Grenze zurück. Das garantiert. Also nein, ich habe gar nicht im Sinn, was die alles für Tricks erfinden, um die Leute einzulegen. Ihr hören Zigeuner. Du, Kleine, Grüezi. weißt du, wo der Weg zur Stadt geht? Zur Stadt. Zur Stadt? Wo geht's denn zur Stadt? Bleib doch da.
Jetzt auf Florastraße. In der Stadt. Florastraße 12, glaube ich. Kannst du nicht rein? Jetzt nicht jemand mit neben dort. Da bis in die Stadt wenigstens. Da steht der Typ für die Kleider in der Küche. Wären wir jetzt schon an sind, Wetti? Wieso nicht? Was ist jetzt du? Weil der Bigler soll es nicht merken. Hä? Ja. Was denn? Aber wie finde ich dich wieder nachher? Ist das etwa auch noch Ihr Mann? So, excuse. So geht direkt da. So, Abo. Gleich verrückt, wenn du denkst. Wenigstens, wenn sie ins Spital sind. Aber der einkommende Kiste, haben sie gesagt, der grösser. Prinz, das haben sie dann schon. Muss nur jemand auf die Gesicht gehen, dass sie es heben bis in die Stadt. Wenn sie noch etwas zu verwünschen mit der freien Hand. So, haben wir's. Wo habt ihr den Alten überhaupt? Ist der immer noch nicht sauber? Übrigens habe ich immer noch ein Päckchen Stümpen für auf den Weg. Wünschst du schön, wenn du so gut zufrieden tun? Kannst du mir fahren wie auf dem BMR? Franz, hä? Passt du ein bisschen auf sie, gell? Ja, ja. So, auf geht's. Was ist denn los? Jetzt ist es spät zum Baden. Großvater. Aber der kann doch bleiben, wenigstens so ein Alter. Der einmal lügt. Ach so. Das haben wir auch mitgemacht beim Schießen, oder? Aber es ist doch alles wahr, was uns passiert ist. Die Befehle von Bern sind klar genug. Extra habe ich noch angeläutet. Ich will gar nichts mehr hören. So, Ja. Die können Sie sicher besser brauchen unterwegs. Wir haben ja dafür gegessen. so mach ein bisschen, Anni. Komm. Ja, Sie können mir das doch schon auf den Packträger geben. Braucht es etwas? Kind wenigstens. Doch Sie nicht da! Ja, doch da unten bringt er da. Ah, der, der doch keine haben. Geht doch heim! Ja, das ist so. Ja, geht heim, geh arbeiten. Was soll das? Heben Sie doch! Schluss jetzt mit dem Theater. Mach das jetzt Stopp, hier kommst du mit Ihnen zwei. Los, stehen Sie auf. Meinetwegen sperren Sie mich ein. Aber ich will in die Stadt zu meinem Mann. Zu welchem? Es sind auch gleich andere Leute. Kannst du sagen, was du willst? Nehmen Sie das, ist aus meinem eigenen Garten. Ich sage das Kind noch eine Schokolade. Danke. Schwan, habe ich zum Pflücken seine Katze gepfeift. Wo hat Ihnen jetzt gesagt? Doris, im Wäschhäusli aufs Gemetzger? Komm doch aus, schwätz doch auch kein Blech. Hört doch auf. Oder noch ein Auflauf im Dorf. Und am Schluss haben wir das ganze Telefonbuch von Witsch und Witsch gekriegt. Eben. Wenn ihr jemand auch noch in die Alpen mitschleichen, wenn es losgeht.
Dass du schon keinen Platz hast, nie, nicht nichts mehr zu fressen. Generalrat ja. Jetzt früher geschwießt. Und nachher bleiben die Kleber dran, machen sich breit. Wird er streng bestraft, wenn einer flieht aus dem Flüchtlingslager? Er findet die Stadt sowieso nicht. Dazu meinen sie, hat das Militär alle Wegweiser abgeschraubt. Solange bei uns so viele dicke Hunde über die Hand laufen. Ich verspreche ja, ich bringe euch schwarz über die Grenze. Das merkt drüben kein Mensch. Da könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Fassen Sie mich nicht an. Meinen Sie, ich mache das gern? So geht denn der Flüchtling aus in die Öffnung? Da wäre es wenig. Die hat etwas gestohlen, die Frau. Wenn Sie nicht freiwillig kommen, muss ich Sie anfassen. Jetzt hören Sie doch mit dem Beten auf. Sie verhetzen die Leute ja nur noch mehr gegen uns. Und Ihr Mann, sobald wir den haben, fliegt er auch über die Grenze zurück. Da können Sie Gift draufnehmen, wenn Sie auf der nicht aufgestanden sind. Wie ist es der Pfarrer? Wo? Da. Aber es hat doch keinen Sinn so. Komm, hau einfach ab. Das ist nicht für Kinder. Könnten Sie nicht einen kleinen Umweg machen für einen guten Zweck? Voll killen den Most. Tun wir ein bisschen gegen die Grenzen raus, damit ihr nicht so weit laufen müsst. Meinen Sie eigentlich, ich mache ein Taxi für Zugvögel, oder? Eine Stunde mehr zu Fuß oder weniger kommt dann jetzt auch nicht mehr drauf an. Aber schauen Sie doch einmal den Alt her. Und die Schuhe, die die anhat, die Frau. Ich fahre dann schon mit dem Velo zurück. Das können wir ja aufladen. Ja. Und nicht noch die Stelle riskieren wegen so einer. Mein Chef hat sowieso nichts vor, ich bin fertig. Sie haben ja die Idee gehabt mit dem Bierauto. Im Ganzen sind Sie nur schuld. Oh, Herr Franz, ich will mitfahren. Das wird, müssten Sie eigentlich wissen, was ich gehört. Und ein bisschen Vorbild sein den anderen. Und jetzt geht der noch jetzt glauben. So viel sage ich, wie die schon erzählt hat heute. Ich kann nicht. Nimm doch wenigstens Gepäck aufs Velo. Das war nicht gegen Sie vorhin, wie ich Sie angebrüllt habe. Na los doch. Komm Gibt doch. keine Biere. Carola! Das ist ja Pussy. Das ist ein Pussy. Siehst du, wie der Führer kommt, gell? Bist froh, hä? Hättest du den Bigler schon den Töpfen lehnen. Wünsche, müssen Sie lieber schnell. Zu Fuß bleiben jetzt wenigstens noch ein bisschen länger am Leben. Schwätz doch nicht so. Jetzt ist zwar schon fast dunkel. Aber auch wenn der Velo hat, fährt's Nacht um 12 Uhr, ist der auf keinen Fall in der Stadt. Wenn du denkst, Aber auf die Länge. Ein Kind könntest du noch eher gewöhnen. Hätte dir nicht noch gefallen, der Französli? Der hätte doch gleich geschwätzt wie mir. gegen Schieder mal zum Doktor, sagst du immer. Also der Bertschi langt mich nicht mehr an. Wenn der Krieg vorbei ist, probieren Sie mal in der Stadt zu gehen. Hast du noch ewig hinter am Rücken? Musst du ja nicht hören. Ewigs. Sag halt, wenn einer sich einweibt bei einer Alten. Dach über dem Kopf, aber keine Zukunft. Schade. Krümel kannst du essen, wenn sie es aufnehmen.
Was? Was studierst du denn? Nichts. Auf die Länge. Ist mir gleich fast ungeheuer geworden mit der. Fast wie ein Tier. Mensch, einfach mit Zeugstellen im Garten. Wir haben ums Leben gekämpft. Komisch, dein Mitleid auf einmal. Ich glaube, noch bald. Da ist das Weibsbild der Fremde. Die sind doch schon lange überall Grenzen und Port. Hat's Fuß! Nehmen Sie sich doch zusammen. Es ist ja nicht mehr weit. Nach Theresienstadt? Was? Hören Sie doch auf mit dem Seich. Ist ja gar nicht geladen. Franz, die da drüben aber dann doch tun. Was? Nur noch einmal, versuchen Sie es wenigstens. Also doch. Jetzt streckst du ihn früher überlegt, du. Hat doch nicht können vor allen anderen. Die Frau tut schon genug, weil die begrüßen für heute Mittag. So, los, aufsteigen. Die hast mir eigentlich schon Schäfergeld gestritten. Aufsteigen. Hey! Sie brauchen gar nicht solche Augen zu machen, wenn Sie uns schon reinlegen. Hey! Aha. Ich? Meinst du, ich fahr mit dem Velo hinten an? Du da zwischen dir. So, los, die, jetzt hab ich fahr schon. Wir müssen etwas geben mit dem Töff und so viele Leute drauf. Und dann? Hoppelig spinnt sowieso. Was ein gesehen, du. Das war vielleicht besser sogar seine Uniform. Nein, komm, du noch die Abkürzung ab. Ich warte dann unten vor dem Ried. Dann gehen wir das letzte Stück noch zu Fuß. Bist vielleicht noch froh, wenn du unten in der Leib bist mit denen? Du, wie Mama hat sich der alte Klaus verschiessen, du. Ja. Was sprichst du? Nein, als Velo können wir dann schon irgendwie auf der Seite laden. Auf dem Heimweg irgendwie. Zeigen Sie mir noch mal den Zettel mit der Adresse. Welchen? Da in der Stadt, Florastraße oder wie, wo Ihr Mann gesagt hat. Wer ist denn das dort? Einer, der meinem Mann geholfen hat damals. Ah. Ja, und die Grenze? Der Bigler geht schon ein, wenn er friert. Aber das sagt dem Dorf. Er verpfeift sich nicht selber.
denn ihr da Bürgerfuhr war? Wieso? Schon wieder Scherenschlief. Los, umkehren! Echo! Weißt du etwas? Was? Siehst du noch? Ja, gemeint, du erzählst mir etwas. Komm mal hier. Wird noch weh, so ohne Vorhut, hä? Oder druckt die Sache gewiss? Nein, Schmiergeld, Schmiernummer. Das ist ja gern selber rennen, wenn du lieber am Steigbügel angebunden bist. Das ganz hure Flüchtlingsfach. Und dann fressen zuerst noch die Doppelfleischration, das will ich der. Dann können wir an die Westenkantonamente rum verdienen. Komm, jetzt ruht da oben. Morgen. Wie viel sind wir? So, kommt da. Holt das Zeug. Wir sind jetzt aber die kleinsten Halunken, die ich schon gesehen habe bis jetzt. Oder meinen ihr, ihr seid mehr bessere?
Ich hab immer an dich gedacht mit kurzen Haaren. So, rein mit euch da. So, komm doch. Das ist meine Frau. Das geht leider nicht hier. Geben Sie mir den Gürtel. Hätte ich ein anderes Fahrrad gehabt. So hat's jeder gemerkt. Hast du einen gerufen, Motorfahrer? Jetzt geht's noch ins Theater da. Warum sagst du nichts? 2 Jahre in einer Minute. Sie sollen Schluss machen jetzt. Was? Der Wagen kommt jeden Moment. Besser, du gehst jetzt. Ist Olaf auch da und deine Mutter? Hast du meinen Brief nicht bekommen? Und Sarah mit den Kindern? Sind da die Leute geholt von gestern? Sehen Sie, jetzt sind Sie noch ums Frühstück gekommen. Wir werden zurückgeschickt. Jetzt gleich. Das ist nicht wahr. Bringen wir alle aus dem 42. Ja, ist gut. Oder schau zuerst, ob Sie aufgeräumt haben. Sag nichts. Aber die eigene Frau. Ich habe diese Gesetze nicht gemacht. Das wird schon einen Grund haben. Kommt. Und da hast du Geschirr abräumen. Hat noch einen Zwagen drin. Aber wieso lassen Sie uns nicht... Lassen Sie uns doch zusammen! gesagt, sie ist schwanger, zum nicht ausgeschafft werden. Hey, Redig, komm noch aufmachen. Wo sind wir hier eigentlich? Wir wollen doch Richtung Marseille, nach Lissabon. Machen Sie das mit den deutschen Behörden aus. Wir werden sich schon weiter kümmern.
Eingemacht. Ist das Ihnen? Rationierte Lebensmittel dürfen leider nicht ausgeführt werden. Esst noch so viel wie könnt. So. Ja. Setzen Sie sich noch. Das Besteck und der Schmuck. Gehört das Ihnen? Hätten Sie nicht eine Zigarette für mich? Aber lass Herr Doktor, ich meine, er ist doch noch gar für eine Freiplatzaktion. Wenigstens der Kleine. Wie alt ist denn das Kind da? 6 im September. Sie sind doch Arzt. Warum werde ich denn ausgewiesen, wo ich doch schwanger bin? Blödsinn. Gestern haben Sie das ausdrücklich verneint. Aus Angst. Wird sie doch untersuchen, die Frau. Wenn sie es doch sagt. Vom TÜV-Fahrer wird eine nicht schwanger. Oder haben Sie etwa dem Dicken da gesagt, er soll anhalten im Wald? Wir sind dazu allem fähig. So, komm mit Auto.